Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute geht es mal wieder um einen Pfeifentabak und zwar um einen wahren Klassiker des Pfeifentabaks. Und ich möchte gar nicht groß drum herum reden, von daher, es geht konkret um diesen Tabak hier. Ja, ihr habt richtig gesehen, es geht um den berühmten Indian Summer. Hier ist nochmal der 50 Gramm Pouch. Den hatte ich mir vor einiger Zeit mal wieder geholt, da der Tabak doch so von ab und an auf jeden Fall seinen Platz bei mir in der Tabakbar findet. Der aktuelle Preis für den 50 Gramm Pouch liegt bei 11,40 €, was immer noch recht angenehm ist. Aber wenn ich zurückdenke, ich habe früher unter 10 € gezahlt, da merkt man halt schon, die Tabakpreise ziehen nach und nach an. Oder besser gesagt, der Pouch ist leer, da ich immer noch die Angewohnheit habe, Tabake, die ich öfters rauche, in solche Acryldosen umzufüllen. Und bevor wir jetzt aufs Tabaksbild eingehen, würde ich mal sagen, hier sind erstmal ein paar Impressionen und dann gehen wir ins Detail. Bis gleich. So, ich hoffe, der Tabak hat euch gefallen. Wie gesagt, hier ist er wieder, eingebracht in der Dose. Im Pouch selbst kommt der Tabak wie zu einem gepressten Kuchen daher. Man hat den Tabak mehr oder weniger genommen, man hat ihn zusammengepresst, man hat ihn in den Pouch reingestopft und es kommt einem so vor wie so ein Früchtekuchen aus den amerikanischen MREs, falls ihr sowas schon mal hattet. Das heißt, hier lohnt es wirklich, den Tabak rauszuholen, in eine 50 Gramm Acryldose oder meinetwegen auch in ein Einmachglas zu stecken und den Tabak erstmal aufzulockern. Hat man dies dann getan, sieht das Tabaksbild so aus. Hell, luftig, locker. Wenn man an der Dose schnuppert, dann wird es sofort undefinierbar, aber unbeschreiblich lecker. Der Tabak ist, wie man sehen kann, hauptsächlich ja aus Virginias bestehend. Ist ja sehr viel helles Blattgut dabei. Ein bisschen Black Cavendish kann man auch sehen. Und was vermutlich auch dabei sein wird, dem reinen Aussehen nach und auch des Geschmack nach, das ist Burley. Es soll ja ein amerikanischer Tabak sein, zumindest von der Art her. Indian Summer. Und hier heißt es so schön, refined with tobacco cultivated by Amish people. Sprich, der soll eigentlich hauptsächlich so aus der Region von Pennsylvania herkommen. Die Amish, das sind ja die Mennoniten, die damals im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert sind, von der Schweiz kommend, sich dort niedergelassen haben und selbst heute im 21. Jahrhundert noch immer so leben wie damals im 19. Jahrhundert. Die Amish verweigern ja jede Form von Modernität. Also kein elektrisches Licht, kein Strom, keine Benzinmotoren, nichts. Die fahren immer noch entsprechend halt mit Pferdefuhrwerken durch die Gegend und lediglich auf den Märkten, wo sie ihre Lebensmittel anbieten, und das habe ich selbst ja auch schon erlebt, damals in Lancaster, da nutzen sie auch die Kühlschränke, die angeboten werden, weil sonst natürlich die Lebensmittel schlichtweg vergammeln würden. Wenn jetzt aber, wie gesagt, beim Tabak bleiben, so kommt einem eine sehr fruchtige, jedoch undefinierbare Note entgegen. Es kommen auch florale Töne durch. Deswegen, wer den Kentucky Bird kennt, der weiß ja, dass der mit Rosenblüten versetzt ist. Und so ein wenig von dem Aroma rieche ich auch hier beim Indian Summer. Also ich kann das Aroma nach wie vor nicht definieren. Ich habe mir jetzt auch die offizielle Beschreibung schon seit Jahren nicht mehr durchgelesen. Spielt für mich jetzt auch keine gesteigerte Rolle. Deswegen hier geht es um meine Eindrücke. Mein Eindruck ist nach wie vor vom Aussehen, vom Geschmack her auf jeden Fall natürlich Virginia, Burley, Black Cavendish und eben eine nicht weiter zu definierende Aromatisierung. Und vom Duft her, ich habe ihn gerade noch mal ein bisschen aufgelockert,
Es kommt so ein bisschen Trockenfruchtaroma durch. Da tendiere ich aber dazu, dass der von Virginia sein wird. Und halt eben florale Töne. Naja, schauen wir halt mal, wie das Ganze geschmacklich ist. Doch in gewohnter Weise, bevor wir auf den Geschmackstest eingehen, hier erst einmal, wie der Tabak in die Pfeife eingebracht ist und danach geht es ans Eingemachte. Bis gleich. Gut, ihr habt den Tabak gesehen und die Pfeife. Hier ist sie wieder. Das ist meine älteste Corn-Cob, die ich habe. Die hat schon etliche Jahre auf dem Buckel, ist über 20 Jahre alt. Und die wird ausschließlich genutzt, um den Indian Summer zu rauchen. Gestopft ist die Pfeife ja, gefiltert auch mit 6 mm Filter vom White Elephant. Schauen wir doch mal, wie es geschmacklich aussieht. Der Tabak nimmt die gut sehr gut an, bäumt sich aber halt auch einiges auf. Ich hätte etwas mehr Platz nach oben lassen sollen. Und aufgrund des wirklich großen Virginia-Anteils, den man ja klar hat erkennen können, ist er natürlich direkt während des Anfeuerns und auch die ersten Sekunden danach recht bitter im Aroma. Einfach weil er durch die Glut verbrennt. Und wenn Virginia verbrennt, wird er schlicht und ergreifend bitter. So, Oberfläche ist geglättet und wie ihr sehen könnt, der Tabak glimmt ganz gleichmäßig ab. Die Oberfläche ist einheitlich hellgrau. Das bittere Aroma ist völlig verschwunden. Und jetzt hat man wirklich Virginia Aroma. Vom Duft her war es hier sehr fruchtig mit floralen Tönen. Beim Rauchen jedoch hat man eben nicht diese fruchtigen Virginia-Noten, die einen ja immer so ein bisschen an Trockenfrucht erinnern, was ich eigentlich auch hier im Rauch ja erwartet hatte. Denn am Tabak geschnuppert, es kam Trockenfrucht durch, es kamen diese Blüten durch, dieses florale Aroma. Geschmacklich hingegen ist halt der Indian Summer trotzdem nicht süß. Wer jetzt einen richtigen Aromaten oder einen Hocharomaten erwartet, der ist hier völlig an der falschen Adresse, trotz des floralen Duftes. Sondern der Geschmack erinnert doch um einiges mehr an Heu oder an Holz. Ja, so ein bisschen hölzern. Und ich habe erst angefangen, die Pfeife ist perfekt eingeraucht, da schmeckt nichts nach Holz, sondern der Tabak schmeckt halt immer so. Beim Abgang durch die Nase wirkt der Tabak milder, ja fast schon sanfter, einfach weich. Beim Rauchen selbst relativ würzig und heuig, mit leicht nussigen Noten. Diese nussigen Aromen hingegen, die führe ich ein wenig auf den Burley zurück, der enthalten ist. Man hat also nichts Schokoladiges, sondern man hat wirklich heuiges Aroma vom Geschmack her, man hat ein leicht nussiges Aroma vom Geschmack her. Und erst beim Abgang durch die Nase wird das Ganze weicher, sanfter. Und beim Abgang durch die Nase schmeckt man auch oder riecht man auch dieses etwas Florale, was hier in dem Tabak mit rumschwebt. Angenehm, also wirklich würzig angenehm, nicht so kräftig würzig. Es ist wie gesagt eine leichte Würze. Der Tabak ist nicht süß. Man hat einfach dieses Tabakaroma. Und beim Abgang durch die Nase diese floralen Töne. Deswegen aus meiner Sicht ist der Indian Summer so der perfekte Tabak. Einerseits für Puristen, die auch trotz allem mal ganz gern vielleicht so einen Hauch von Aroma verspüren möchten, zumindest beim Abgang durch die Nase.
Andererseits aber halt auch für Aromatenliebhaber, die sich vielleicht doch mal so langsam an die etwas würzigeren, naturnahen Tabak heranwagen mögen. Beim Rauchen verspüre ich vorne an der Zungenspitze so ein ganz leichtes, aber nicht unangenehmes Prickeln. Und es kommen auch fast so ein paar ganz dezente, so ein Hauch von leicht säuerlichem, prickelnden Aroma rüber. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt sagen, da könnte Perique mit drin sein. Halte ich aber für relativ unwahrscheinlich, weil weder der Duft hat Perique versprochen, es war nichts von einer Art Essigaroma dabei und auch dieses essighafte, pfeffrige fehlt hier beim Geschmack. Es ist einfach nur ein ganz leicht angehauchtes, säuerliches Prickeln auf der Zunge. Nicht unangenehm. Jetzt so nach ein paar Minuten, ich habe die Pfeife seit fast 5 Minuten unter Feuer. Verspüre ich so im hinteren Bereich der Zunge an den Rändern so eine dezente Süße. Dürfte also auch von den Virginias herragen. Also dürfte davon herrühren, sorry. Mit einer ganz klar leicht fruchtigen Komponente, die ich aber geschmacklich überhaupt nicht zuordnen kann. Es ist jetzt leicht süßlich hinten im Rachen, also im Rachen, hier im hinteren Bereich des Mundes, süßlich, leicht fruchtig, beim Abgang durch die Nase weiterhin auch noch floral. Und der Raumduft, er ist nicht aufdringlich, er ist leicht süßlich. Und angenehm. Einfach das, was man von einem Pfeifenraucher vom Duft her eigentlich erwarten würde. Diese leichte Süße, dieses angenehme Aroma. Anders kann man es nicht beschreiben. Typisch Pfeifenraucher eben. Tja, Indian Summer. Die einen lieben ihn, die anderen verfluchen ihn. Hier ist er nochmal. Ich habe ihn schon vor Jahren in die Dose gepackt. Ich kaufe mir etwa alle 2 Jahre einen 50 Gramm Pouch. Der kommt dann hier rein. Nach ein paar Wochen, wenn ich merke, er wird langsam trocken, kommt ein Humitrol unten rein, um die Feuchtigkeit konstant zu halten. Und dann reicht so ein Pouch für mich über ein Jahr aus, fast 2 Jahre lang. Das ist jetzt also kein Tabak, den ich täglich rauchen würde, sondern es ist einer, wenn ich Lust drauf habe, schnappe ich mir meine Corn Cob, kommt eine Indian Summer rein, dann sitze ich entweder bei mir oben auf der Loggia bei den Kakteen oder, was ich aktuell mache, ich sitze bei uns hier unten im Garten, sitze unterm Wein und rauche in aller Ruhe meinen Tabak. Ja, leicht heuig, leicht süßlich fruchtig, leichtes Prickeln auf der Zunge. Und beim Abgang durch die Nase leicht fruchtig und leicht florale Töne. Das ist der Indian Summer, wie ich ihn kenne, wie ich ihn seit Jahren immer wieder mal rauche. Wie gesagt, es ist ein angenehmer, ein milder Tabak. Der eine oder andere wird ihn mit Sicherheit als All Day Smoke haben. Bei mir ist und bleibt er gelegentlich in meiner Tabakbar drin, immer so, dass ich mal rauchen könnte. 50 Gramm für 2 Jahre. Ich denke mal, das heißt schon, ich rauche ihn, aber mit Sicherheit nicht regelmäßig. Und daher war es das eigentlich auch schon von meinem Tabak-Review zum Indian Summer. Ihr kennt es ja, da unten Kommentare. Mich würde natürlich interessieren, wer von euch kennt den Indian Summer, wer raucht ihn selbst? Was ist eure Meinung vom Indian Summer? Gefällt er euch nicht so sehr? Geht ihr mit meinem Geschmack, was ihn betrifft, einher? Sagt ihr ja, genau, das merke ich auch, oder nein, ich spüre da was völlig anderes? Wie gesagt, ich kenne die Beschreibung nicht mehr, ich habe den vor zig Jahren das erste Mal gekauft. Und mein Gefühl ist halt eben, dass es eine sehr gut abgewogene Mischung ist aus einem großen Anteil Virginia mit einem kleineren Anteil
erheblich kleinerem Anteil vom Burley und einem noch kleineren Anteil vom Black Cavendish. Und ich schätze auch, dass dieser enthaltene Black Cavendish, wir haben ja die schwarzen Einsprengsel gesehen, dass dieser die Aromatisierung enthalten wird, die so in eine leicht floral-fruchtige Note hineingeht. Von daher bin ich auf eure Meinungen gespannt. Lasst uns darüber austauschen. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, Happy Puffing und bis zum nächsten. Macht's gut. Ciao.